Hallo ihr Lieben, willkommen bei Sohalt. Ich habe meine Kosmetik aussortiert und zwar meine ganze dekorative Kosmetik und auch noch die Kosmetik im Bad. Also sowas wie Haarshampoo, Gesichtsreinigungsmittel und sonst was. Und dabei ist ein Riesenstapel rausgekommen. Wie ich das gemacht habe, was ich behalten habe und was ich aussortiert habe, siehst du im folgenden Video. Viel Spaß dabei. Ich bin in totaler Ausmiststimmung, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach gut tut. Ich habe darüber schon ein Intro-Video sozusagen gedreht und erzählt, warum ich das mache, warum ich weiß, dass es mir gut tut und was es bei mir bewirkt. Und da sage ich auch meine Tipps und Tricks, wie ich ausmiste, weil es mir schon ziemlich schwer fällt, muss ich sagen. Dann habe ich dir schon mein Video online gestellt, wie ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Das ist mir einfach leichter gefallen, das Video zu schneiden. Ich habe es eigentlich in umgedrehter Reihenfolge gemacht, die Kosmetik davor. Aber es hat so gut getan, alleine jetzt dieses Video fertig zu machen und mir den ganzen Prozess nochmal so anzuschauen. Vielleicht hast du es schon gesehen. Heute zeige ich dir, wie ich meine Kosmetik ausgemistet habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe bei weitem nicht so viele wie manche andere YouTuber. Also da habe ich mich sowieso schon immer zusammengerissen und mich selber beschränkt vom Platz her. Also ich habe keinen ganzen Schrank dafür. Ich habe lediglich 2 Schubladen und auf dem Tisch noch so einen kleinen Schubkasten. Aber das ist jetzt wirklich nicht so groß. Nichtsdestotrotz ist enorm viel Zeug zusammengekommen über die Jahre und ich habe noch nie wirklich ausgemistet. Das ist total krass und hört sich auch total verrückt an. Und wenn ich drüber nachdenke, dann finde ich das auch total surreal und unnormal, dass ich das nie gemacht habe. Aber jedes einzelne Teil, jeder Lidschatten und jeder Lippenstift war für mich einfach eine Errungenschaft und ein kleiner Schatz. Über Jahre hat sich das angesammelt und alles hat ja auch mal sein Geld gekostet. Und mit manchen Teilen davon, die schon ziemlich alt waren, die ich auch gar nicht mehr verwendet habe, habe ich aber doch so Momente erlebt. Und das war, glaube ich, das, warum ich daran so festgehalten habe. Aber was bringt es mir, wenn die Schublade platzt mit zum Beispiel Lidschatten oder Lippenstiften, die ich einfach gar nicht mehr verwenden will, weil sie zu alt sind, weil es nicht mehr meine Farben sind oder weil die Farben gar nicht mehr richtig funktionieren. Und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, enorm und drastisch radikal auszusortieren. Da zeige ich dir mal das Ergebnis, was wirklich alles weggekommen ist. Das war eine ganze Tüte voll, die war so voll mit Zeug. Ich habe es nicht gewogen, aber ich schätze jetzt mal auf an die 10 Kilo bestimmt. Ja, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal den Status Quo, wie es vorher ausgesehen hat in meinen Schubladen. Ich habe hier erstmal so einen Schubkasten mit allen Dingen, die ich aktuell gerne verwende, weil ich vieles daraus auch wirklich nicht täglich verwende. Also das könnte man auch gut aussortieren. Ein Pinsel, ein paar Lippenstifte und dann gibt es hier unten die Schübe. Hier habe ich Lippenstifte und Lipglosse, Mascaras, Make-up, Lip-Liner, Lidschatten und da oben sind Rouge. Dann habe ich da hinten noch Faschingsschminke drin und im unteren Schub geht es weiter mit lauter Zeug, das ich eigentlich gar nicht mehr wirklich brauche. Wir haben hier Puder und Highlighter und so weiter, Augenbrauensachen und falsche Wimpern. Hier muss wirklich einiges aussortiert werden und ich weiß, dass es mir schwerfallen wird. Und dann habe ich angefangen auszusortieren. Das Ganze hat sich am Abend, habe ich das gemacht, über 3 Stunden hingezogen und am nächsten Tag nochmal eine Stunde, weil ich es nicht mehr... Irgendwann ist man so overload mit Entscheidungen, die man treffen muss, dass es nicht mehr geht. Und dann habe ich aufgehört und am nächsten Tag ganz frisch weitergemacht und alles schön neu einsortiert. Bei dieser Gelegenheit würde ich dir auch immer raten, wenn du es eh schon alles rausnimmst, putze gleich deine Schubladen, reinige deine Schränke oder wo du dein Zeug halt auch verstaut hast. Und dann kommt alles ganz neu und frisch da rein. Das ist die beste Gelegenheit und fühlt sich danach richtig gut an. Und dann habe ich angefangen, themenweise die Sachen auszusortieren. Also Thema Kosmetik ist ja riesig. Und wenn ich alles auf einen Stapel geschmissen hätte, dann wäre ich geschockt gewesen, wahrscheinlich wie viel es ist. Dann hätte ich mir schwer getan, wirklich zum Beispiel Lippenstifte auszusortieren. Bin ich Thema für Thema der Kosmetik durchgegangen, habe dann eben auch gesehen, wie viel habe ich denn in einem Themengebiet überhaupt. Und bei den Lippenstiften, was als erstes kommt, war es ja schon enorm. Kein Mensch kann so viele Lippenstifte tragen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, entscheide ich mich an einem Tag maximal für 2. Einen für den Alltag und einen für abends. Ein Tipp, wenn du dir bei den Lippenstiften schwer tust oder auch bei den Eyelinern oder sowas, Kajals, Lip-Linern,
Swatche sie auf deiner Hand, vergleiche die Farben, zum Beispiel bei mir sind es Rottöne, von denen ich ganz viele verschiedene hatte, und überlege dir, welcher von denen gefällt dir eigentlich wirklich am besten, zu welchem greifst du. Oder du kannst es auch nach dem Bauchgefühl machen. Bei mir war es ganz klar, es gibt einen Rotton, den ich immer gerne verwende, zu dem ich einfach automatisch schon greife, und das ist dein Bauchgefühl, das ist dann die Farbe, die dich glücklich macht und die dir eigentlich am besten gefällt. Dann natürlich auch wieder die Frage, wozu brauchst du dann die anderen, wenn du doch einen Rotton hast, der dir viel besser gefällt. Und als ich dann hier meine dekorative Kosmetik fertig hatte, habe ich mich ans Bad gemacht und habe wirklich meine Pflegekosmetik ausgemistet, aussortiert. Ich habe 2 so große Spiegelschränke, die waren randvoll, gerammelt voll, unfassbar. Und da habe ich es wirklich so gemacht, alles rausgenommen. Gleich beim Rausnehmen habe ich es auf 3 Stapel sortiert. Den ersten, die Sachen mag ich gern, behalte ich sicher. Den zweiten, das muss ich wegschmeißen, weil es leer ist, vertrocknet ist oder weil ich es, ja, irgendwie so. Und den dritten Stapel, das muss ich verschenken. Und diese 3 Stapel habe ich gleich mal so grob sortiert. Dann hatte ich auf dem Stapel, das möchte ich behalten, weil das ist gut und nehme ich auch gerne, immer noch zu viel. Und dann habe ich sowas, so Verbrauchsprodukte, sowas wie Gesichtsreinigungsgels. Da kaufst du dir mal eins, dann kriegst du eins geschenkt, dann kommt deine Freundin und sagt, sie hat noch eins, und dann hast du auf einmal schon 3. Also das passiert halt mal so, und dann hast du von einem Produkt einfach zu viele. Die habe ich mir wegsortiert, quasi als Nachschub, wie man meine eigene Drogerie, habe das alles in eine schöne Kiste verpackt, und wenn was leer geht, werde ich da einfach das nächste rausnehmen. Dass ich wirklich nur in meinem Badschrank das habe, was ich gerade benutze. Das ist auch griffbereit, da muss ich mich auch nicht entscheiden, welches von diesen Gesichtsgels ich jetzt nehmen will, sondern ich habe das eine. Und das mache ich leer und so weiter. So gehe ich dann vor. Das siehst du jetzt. Viel Spaß. Jetzt packe ich erstmal themenweise alle Sachen raus. Fangen wir mal mit den Lippenstiften an. Wow, das sind verdammt viele. Das hier sind alles Lipglosse. Das sind so Special-Sachen, und das sind Lippenstifte. Ich werde sie jetzt der Reihe nach durchgehen, und alle, die mir auf den ersten Blick nicht mehr gefallen von der Farbe oder mit denen ich negative Ergebnisse verbinde, die sortiere ich gleich mal aus. Kann ich ja gleich mal da rein sortieren. Die werde ich alle behalten, definitiv. Die kommen alle weg, also werden verschenkt oder auch teilweise weggeschmissen. Und jetzt schauen wir mal hier diese Rottöne. Den mochte ich eigentlich immer sehr gern. Das behalte ich sicher, zumindest erstmal, und dann kann ich ja in einem halben Jahr oder Jahr nochmal drüber schauen, was ich jetzt wirklich davon dann nicht verwendet habe. Aber die habe ich schon ewig nicht mehr verwendet, und ehrlich gesagt gefallen mir die alle gar nicht so gut. Die sind besser. 29 Stück habe ich aussortiert, und behalten tue ich 2, 23, 24 kann es jetzt sagen. Da habe ich jetzt alle einsortiert, wieder für meinen Schubkasten.
so dass ich alles schön sehen kann. Und das hier sind, die ich jetzt nicht so im Alltag verwenden würde oder die auf dem Vielleicht-Stapel gelandet sind. Das sind schon welche, die ich gerne mag, aber die ich in letzter Zeit auch nicht wirklich häufig verwendet habe. Also die kommen jetzt wieder in den Schub und die kommen hier draußen hin. Und das sind meine Lieblingsfarben. Als nächstes kommen alle meine Mascaras dran. Schau an, schau an. Da habe ich noch einen Lippenstift gefunden. Aber den weiß ich, dass ich den nicht mag. Der kann weg. Und noch ein Lipgloss und der ist eigentlich ganz nett. Oh, noch mehr für die Lippen. Schau mal, ich weiß es gar nicht mehr, dass ich das alles habe. Aber demnach kann das auch weg. ...21 Mascaras. Mache ich es erstmal so. Die ich auf Anhieb schon mal sehr gerne mag, kommen rein in den Behälter. Gut, jetzt kommen mal die weg, die ich gar nicht mehr mag. Die ist leer. Nein. Ja, und diese kleinen Tester, die sind eigentlich immer sehr praktisch. Das wäre jetzt eigentlich ein Quatsch, die wegzugeben, weil die einfach gut für die Reise sind. Die, zugegeben jetzt mal, die weiß ich, dass sie gut ist. Die habe ich jetzt öfters verwendet. Bei denen habe ich keine Ahnung. Also diese hier kommen jetzt alle mal auf den Vielleicht-Stapel, weil ich jetzt überhaupt gar nicht sagen kann, ob ich die gut oder schlecht finde. Und das sind die, die ganz sicher wirklich tolle Mascaras sind. So, passen auch alle hier schon rein. Perfekt. Dann kommen jetzt mal Eyeliner. Mache ich erstmal die weg können. Und das ist ja krass. Ich wusste nicht mal, dass ich sowas habe, aber der lässt die Poren verschwinden. Und zwar ohne, dass man es spürt oder so. Schau mal. Das ist ja krass. Den werde ich mal behalten. Das wird behalten. Das hier kommt weg. Kommen jetzt mal als nächstes meine Augenbrauenprodukte. Das ist, was ich gut finde und was ich behalten werde. Da habe ich halt mehrere Exemplare, die habe ich mal auf Vorrat gekauft, weil die sollten aus dem Sortiment genommen werden. Das ist, glaube ich, ja, das ist leer. Das ist, was ich aktuell gerade verwende, die zwei Produkte, die sind super gut. Die sind aber schon am Leergehen, deswegen ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen Vorrat habe. Dann zum Make-up. Make-ups, die ich gar nicht gerne mochte, ist das hier. Das hier. Oh, die sind schon so alt. Die auch, die habe ich so lange schon mal, die sind schon ganz vertrocknet. Der soll ja anscheinend ganz gut sein. Ich bin mit dem aber nicht klargekommen. Da gehört der Pinsel dazu, auch weg. Das sind die, die ich behalte. Und das sind die, die alle wegkommen.
So, Lip Liner. Drei aussortiert, die bleiben. Dann geht es zu den ganzen Blushs. Gestern Abend musste ich Pause machen mit Aussortieren, weil ich zu fertig war. Aber es ist sowieso nur noch diese eine Schub übrig mit den ganzen falschen Wimpern. Das sind eigentlich nur so Vorratspinsel, die brauche ich gar nicht. Fertig mit Aussortieren. Hier ist jetzt alles frei. Und die Schübe sehen jetzt wunderschön aus. Ich habe hier jetzt den vollen Überblick. Hier sind die falschen Wimpern, Pinsel. Da habe ich gar keinen aussortiert, weil die sind alle super. Die brauche ich auch, falls mal einer dreckig ist. Make-ups, Puder und Glitzerpuder. Hier sind die Vorratssachen für die Augenbrauengeschichten. Im oberen Schub habe ich hier oben, also erstmal einen Überblick. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier habe ich die Eyeliner und noch ein paar Lidschatten. So Lidschattendöschen. Ich mag das voll gerne, wenn es in so Teedosen drin sortiert ist. Hier sind weitere Lidschatten. Auch jeder liegt einzeln. Da muss ich nur noch die Box jetzt einmal auswischen. Highlighter und Bronzingpuder. Das sind die ganzen Lipglosse und Lippenstifte, wo ich gesagt habe, mal auf Bewährung. Und mal schauen, ob ich sie überhaupt benutzen werde, sonst kommen die auch weg. Lip Liner und Mascaras. Wimpernzange. Curler. Das ist gut, wenn ich mich hier am Schminktisch schminke und dann die Hände sauber machen will, weil ich mir das Make-up mit den Händen gerne auftrage. Q-Tips. Noch eine Lidschattenpalette. Und hier ist jetzt der Schub mit den Dingen, die ich täglich jetzt nicht alle Lippenstifte, aber die ich halt öfters verwende. Und hier passen die alle so schön rein. Da habe ich sie schön im Überblick. Da man hier die Farben nicht sieht, werde ich sie jetzt, denke ich, noch nach Farbe sortieren. Von dunkel nach hell. Dann komme ich hier besser zurecht. Concealer und Highlighter. Mascaras und Augenbrauenprodukte. Lidschatten für den Alltag sozusagen. Und Make-up für den Alltag.
Und das hier habe ich alles aussortiert. Das ist eine riesige Tüte. Schau mal im Vergleich zu meiner Hand, was hier alles drin ist. Da dürfen sich die Mädels jetzt mal durchstöbern. Das ist nämlich noch richtig gutes Zeug. Die habe ich fast nie benutzt, die Palette zum Beispiel. Nur ein Beispiel davon. Ihr habt das ja alles gesehen. Das ist echt viel. Vor allen Dingen viele, viele, viele Lippenstifte. Heute ist das Bad dran zum Aussortieren. Bei der Dusche habe ich schon angefangen. Dieses Shampoo gefällt mir überhaupt nicht. Das war mal in der My Little Box, glaube ich. Davon fetten meine Haare sehr, sehr schnell nach und ich muss super oft waschen. Der Geruch ist okay. Also das werde ich mal schauen, dass ich es verschenken kann. Ist ja schließlich auch schon angefangen. Dieses Goldstück Körperpeeling taugt mir auch gar nicht. Riecht sehr, sehr lecker nach Kokosnuss. Habe ich auch schon gut verwendet, einfach weil es gut riecht. Aber es hat nicht so einen guten Peeling-Effekt eigentlich. So fast gar nicht. Und das war von meinem Haarbleaching. Von L'Oreal war das mit dabei. Anti-Gelbstich-Conditioner. Brauche ich nicht mehr. Habe ich dann verwendet. Und jetzt bleache ich mir nicht ständig die Haare. Und dann schauen wir mal, was hier in den Badschränken noch drin ist. 2 Stück sind von mir. Der letzte von Flo, den brauchen wir nicht anschauen. Aber die 2 werden wir jetzt mal aussortieren. Und da schaut es ziemlich aus. Ja, los geht's. Leer. Alles, was ich behalte, habe ich jetzt mal hier hingestellt. Und ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig viel, aber Dinge, die ich gut finde und die ich gerne nehme, brauche ich nicht aussortieren. Aber ich kann Sachen, die ich jetzt hier zum Beispiel doppelt habe, wie irgendein Abschminkmittel. Die hier zum Beispiel, hier habe ich ein Make-up Remover und hier ein Micellenwasser. Die werde ich sowieso nicht beide gleichzeitig verwenden, das ist auch fast leer. Das heißt, sowas hier lege ich mir auf den Vorrat, werde ich dann rausholen, wenn eins leer ist. Dass ich in den Schränken wirklich nur die Sachen habe, die ich täglich verwende. Vielleicht kann ich ja auch ein Fach machen als Vorratsfach, dass ich auch sehe, was ich noch drin habe. Alles, was hier am Boden liegt, kommt weg. Die Sachen werde ich verschenken und die Sachen wegschmeißen. So, dann habe ich jetzt hier noch die ganze Schublade, wo ich noch Kosmetik drin habe. Die wird jetzt auch aussortiert und neu sortiert. Boah, ich habe so viele Gesichtsmasken noch. Ja. Sollten wir mal verwenden. Nimm dir vor, dass du jetzt jeden Tag eine machst. Ja. Wie toll dein Gesicht danach aussieht. Ja, das wäre schon cool. Also nicht, dass dein Gesicht jetzt nicht toll wäre, aber... Ja, wow, du hast gesehen, was bei mir jetzt alles rausgegangen ist aus den Schränken. Das ist ein enorm gutes Gefühl. Wenn du das noch nie so gemacht hast und noch nie so drastisch zu dir selber warst, dann kann ich es dir empfehlen, weil es fühlt sich so gut an. Und das Schönste ist, wenn du dann deinen Schrank aufmachst oder deine Schublade öffnest und alles übersichtlich sortiert ist, wie du dann diese Leere genießt. Wie du es genießt, alles auf einen Blick zu sehen, dich nicht entscheiden zu müssen, welches Rouge du nimmst, weil da liegt genau das Rouge, das du am allerliebsten magst und das nimmst du dann auch. Mir hat es sehr, sehr gut getan. Mich interessieren eure Erfahrungen mit Ausmisten von Kosmetik oder wie viel ihr auch besitzt. Wie viele Lippenstifte hast du zum Beispiel? Schreib mir das mal in die Kommentare, lass uns da ein bisschen drüber diskutieren. Das finde ich interessant, weil es ist ja jetzt, nur weil ich das jetzt so mache, das nicht der richtige, also das ist nicht für jeden der richtige Weg. Kann ja gar nicht sein und muss auch nicht für jeden so funktionieren. Vielleicht gibt es einen unter euch, der sagt, ich habe wirklich von jedem Produkt nur ein einziges. Oder vielleicht gibt es andere, die sagen, hey, ich habe einen ganzen Stehschrank voll und ich brauche das auch alles, weil ich benutze es gern. Also das interessiert mich wirklich, wie ihr darüber denkt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, einmal im Jahr wirklich jeden Bereich in der Wohnung auszumisten, auszusortieren. Und wenn es das nächste Mal bei mir soweit ist, dann kriegt ihr das auch wieder in den Videos. Wahrscheinlich wieder im Herbst. Mal sehen, wie ich drauf bin.
wann mich der Brappel wieder packt. Auf jeden Fall werdet ihr daran teilhaben dürfen und ich werde es euch hier posten. Ich freue mich, dass du bis dahin dran geblieben bist. Lass mir einen Daumen für das Video da, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn du gerne mehr solche Videos von mir sehen willst oder ein paar andere Tests und Reviews. Dann abonniere mich. Das wird mich sehr freuen. Jeder Einzelne freut mich riesig, der Teil unserer Community wird. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.